Dem Künstler Carol Schauer ist hier eine wunderbare Abbildung der Schamanin von Bad Dürnberg gelungen. Natürlich ist diese interpretativ, aber wie ich finde, sehr, sehr wahrscheinlich. Und was mir an dieser Darstellung ganz besonders gefällt, ist, dass man sieht, dass es sich um eine ganz starke Frau handelt, um eine spirituelle Kraft. Wir sehen hier diese Augen und ähnlich wie beim Denker sind die Augen äußerst ausdrucksstark. Und für mich als Direktor ist es deshalb sehr wichtig, weil man im Museum, wenn man durchgeht, nicht automatisch die Urmenschen und unsere Vorzeit diskriminiert, sondern sozusagen wirklich im besten Sinne auf Augenhöhe ist und nicht das Gefühl hat, dass man auf etwas herunterschaut und wir seien so viel weiter als die Menschen der Vergangenheit. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir spüren hier eine ganz starke Person, die Schamanin in ihrem Leben sicherlich war. Und das Fellkleid und dieser Tierzahnvorhang, das ist natürlich stark inspiriert vom sibirischen Schamanismus, aber auch natürlich von den Beifunden selbst. Die Schamanin ist natürlich eine spirituelle Figur, die für ihre Gemeinschaft sich auf eine spirituelle Reise begibt, die für ihre Gemeinschaft die Ahnen begleitet, die für ihre Gemeinschaft natürlich die Zukunft vorhersagt, die in eine Tiergestalt schlüpfen kann, die entweder wegfliegen kann und die Welt sehen kann oder wie eine Hirschkuh rennen, die die Verbindung herstellt zu den natürlichen Mächten, die für die Jäger natürlich von zentraler Bedeutung sind. Ich denke, diese Figur ist hier in hervorragender Weise gelungen. Herr Schauer hat sogar den Schädel der Schamanin als Grundlage genommen und darauf das Gesicht modelliert, sodass wir glauben, dass das Gesicht sehr, sehr gut der Schamanin entspricht. Dass die Lippe so geschwollen ist, liegt daran, dass sie eine Infektion hat in den Zähnen, an denen sie auch stirbt. Und deshalb ist diese Lippenpartie geschwollen. Die Bemalung, die Farbbemalung des Gesichts kommt daher, dass man ja im Grab diesen Rötelstift gefunden hat und dass man dort auch den Rötel selbst gefunden hat. Und den wird man natürlich zum Bemalen benutzt haben, gegebenenfalls auch für die Körperbemalung. Die Schamanin selbst saß hockend im Grab. Dort hat man nicht liegend bestattet, sondern hockend. Und zu ihren Füßen lag das Kind, also eine ganz anrührende Geschichte. Wir haben dann das Ganze in Schubladen ausgestellt, sodass man, wenn man hier öffnen kann, dann kann man die ganzen betreffenden Informationen erhalten zum Rötel oder aber auch zu dem Zahndefekt oder schließlich auch zu einem der wichtigsten Fakten, nämlich dem Atlas, der nicht ganz ausgebildet ist und dafür sorgt, dass möglicherweise bei verschiedenen Kopfbewegungen so eine Art epileptische Anfälle evoziert werden, die natürlich die Person zu etwas ganz Besonderem machen, mit einer transzendenten Kraft. Die Schamanin von Bad Dürnberg gehört sicherlich zu den eindrucksvollsten Personen, die wir für die Zeit kurz vor der bäuerlichen Besiedlung Zentraleuropas fassen können. Und dieses Grab berührt heute immer noch mein Herz und hat mich immer bewegt, denn diese Beziehung der Frau zu dem kleinen Kind, der tragische Tod, die Behinderung, die in einen Vorteil umgedeutet wurde, aber auch dieses ganze Kostüm ist doch etwas, was unsere Fantasie anregt. Und ich wollte auf noch etwas verweisen. Wir haben diese Vitrine der Schamanin so gestaltet, dass man oben die Schamanin sieht als Erwachsener, aber man sieht nicht, dass unten im Sockel noch eine kleine Vitrine ist, in der lauter Vögel sozusagen diesen Schneewittchen-Sarkophag der Schamanin wegtragen, gleichsam wie ein schamanistisches Ritual, als würden diese Vögel lebendig. Das können eigentlich nur die Kinder sehen. Und wir haben an vielen Stellen unserer Ausstellung in niedriger Höhe, etwa in Kinderhöhe, versteckte Dinge eingebaut, die die Kinder sehen und die Erwachsenen nicht sehen. Und das hat den großen Vorteil, dass wir keine eigene Kinderabteilung brauchen, sondern die Kinder sind den Erwachsenen gleichsam überlegen. Sie sehen Dinge, die die Eltern nicht sehen, können die Eltern darauf hinweisen und so entsteht ein Wechselspiel, sodass nicht nur die Eltern den Kindern etwas lernen, sondern die Kinder die Eltern auf etwas hinweisen. Das ist auch ein gutes Beispiel bei dem Wald, in dem die Schamanin steht. Das ist ja wie ein Wimmelbild, in dem die Kinder
alles ganz schnell sehen und die Erwachsenen durch ihre Sehgewohnheiten, durch ihre erzogenen Sehgewohnheiten die Dinge langsamer wahrnehmen. So ist es bei unserem Wald. Diese 10 Meter Wald, in dem ganz klein die Schamanen steht, die werden immer von den Kindern sehr viel schneller dekodiert. Die Kinder sehen sofort die Schamanen im Wald stehen. Und das ist so in etwa unser Museumskonzept, Dinge zu machen, die für Kinder funktionieren, die für Erwachsene funktionieren, Dinge, die komplex sind, Dinge wie die Schamanen hier, die aber auch eine visuelle und assoziative Kraft haben.